Ja, ja, die Charts sind mal wieder echt schlecht. Ja, die YouTube-Trends auch, ja. Nein, ich weiß nicht, wie viele Klicks die sich gekauft haben. Ständig melde ich euch, dass ihr euch vor Hackern in Acht nehmen müsst. Ständig erzähle ich euch von neuen Phishing-Angriffen und von neuen Hacks. Doch was machen diese Hacker eigentlich damit? Mich hat einer von euch angeschrieben, der sich genau damit beschäftigt. Er benutzt gehackte Accounts und hat mir einen kleinen Einblick in seine Welt gegeben. Brudi, Lamborghini! Bei mir läuft nicht, bei mir rennt! Oder um es anders zu sagen, wir reden heute über Social-Media-Accounts, von denen ihr nicht mal wisst, dass sie gehackt worden sind. Und trotzdem wird damit das ganz große Geschäft gemacht. Manipulation der Charts, gefälschte Zahlen und Sponsoring-Abzocke. Allerdings, eins vorweg, ich habe mich dafür entschieden, weder mit ihm zu sprechen, noch ihn zu sehen. Wir haben nur geschrieben und Bilder oder Videos ausgetauscht. Dadurch kann ich ihn überhaupt nicht identifizieren. Aber natürlich könnten solche Infos auch fake sein und deswegen bin ich im Nachgang nochmal richtig aktiv geworden selbst und habe nochmal alles durchrecherchiert, damit das auch stimmt. Natürlich kann man jeden Account hacken. Bankaccounts, Kreditkarten oder PayPal, das sind Themen für wann anders. Heute schauen wir uns Social Media Accounts an. Was passiert, wenn die in die falschen Hände fallen? Nun, sagen wir es wie es ist. Ein Account allein ist hier recht wertlos. Wir reden hier von mehreren Tausenden, aber eher in Richtung Millionen Accounts. Und natürlich nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern klar, weltweit. Diese Accounts werden meistens mit sogenannten Phishing-Angriffen gestohlen. Phishing, das ist meist eine E-Mail oder auch mittlerweile eine Nachricht auf exakt solchen Social-Media-Plattformen wie eben zum Beispiel Instagram. Dort motiviert man die Leute, denen man schreibt, einfach dazu, auf einen Link zu klicken, um sich anzumelden. In Wahrheit melden sie sich dann aber nicht auf Instagram an, sondern bei einem Hacker, der die Seite nur wie Instagram aussehen lässt. Solche Nachrichten kommen von falschen Accounts, geklauten Accounts oder einfach nur frei erstellten Accounts mit einer Gratis-E-Mail zum Beispiel. Klickt man auf den Link und meldet sich an, bekommt der Hacker das Passwort. Alternativ werden auch Websites gehackt, auf denen ihr registriert seid. Und diese gestohlenen Daten, die werden dann auf den jeweiligen Seiten ausprobiert. Also kleines Beispiel, zum Beispiel euer E-Mail-Betreiber wird gehackt und euer Passwort wird gleichzeitig auch für Social Media, andere E-Mails, PayPal und so weiter ausprobiert. Wenn ihr euch also mit demselben Passwort irgendwo anders nochmal angemeldet habt, dann haben die Hacker auch Zugriff auf diese Accounts. Und der letzte Punkt, der ist schon ziemlich kriminell. Er schreibt mir, mit gestohlenen Kreditkarten werden Spotify-Gutscheine gekauft, also Geschenkgutscheine. Damit erstellt man sich dann Accounts und diese Accounts werden dann genauso hierfür genutzt. Überlegt euch mal, wie viele Aufrufe ein Lied in den Charts hat. Sagen wir auch nur 1% davon wurden mit gestohlenen Kreditkarten gekauft. Dann sind das immer noch über 600 Aufrufe und jedes davon mit einem Konto, das wahrscheinlich mit einer gestohlenen Kreditkarte mit ca. 10 Euro aufgefüllt wurde, also 6.000 Euro Schaden im Endeffekt. Und 1% ist laut ihm wahnsinnig wenig geschätzt. Doch, wie geht's dann weiter? Was haben wir eigentlich davon? Nehmen wir an, ihr habt 1 Million YouTube-Accounts. Was tut ihr damit? Richtig, ihr macht euch selbst berühmt mit Klicks von genau diesen Accounts. Doch die Hacker gehen einen Schritt weiter. Sie verkaufen diese Klicks und machen nicht sich selbst berühmt, sondern sich selbst einfach nur steinreich und andere berühmt. Denn als Hacker möchte man ganz gerne anonym sein. Und wenn dieses Video hier zum Beispiel 1 Million Klicks hätte, dann wäre ich sicher nicht mehr anonym. Wäre ich wahrscheinlich ziemlich sicher danach in sehr vielen Abo-Boxen. Man bekommt ja als YouTuber Abos, wenn ein Video viral geht. Man bekommt einen ganzen Haufen Werbeeinnahmen so nebenbei. Man bekommt neue Sponsoring-Anfragen. Man wird schlichtweg berühmt. Manche verfolgen das als Selbstzweck, auch wenn sie nicht unbedingt eine Message haben, die sie rausbringen wollen. Man wird aber auch vor allem echten Menschen vorgeschlagen, denn YouTube denkt, dass das Video, was gerade viral geht, ein Hit ist. Also schlägt es mehr Leuten dieses Video vor. Dasselbe gilt ein kleines bisschen im übertragenen Sinne natürlich auch für Instagram, für TikTok und eventuell sogar auch für Twitter und Facebook. Doch am meisten, und das erstaunt vielleicht die einen oder anderen von euch, gilt es auch für Spotify. Hier ist auch mein Kontakt tätig. Er nutzt gehackte Spotify-Accounts, um je nach Auftrag Lieder abzuspielen. Werden die Lieder von vielen Leuten angehört, werden sie in mehr Playlisten gepackt, neue Hörer finden den Künstler und so weiter und so fort. Nach eigener Aussage hat er darüber auch schon einige Lieder in die deutschen Charts gebracht.
Zu YouTube habe ich ein wenig selbst recherchiert, denn er meinte, dort ist er nicht so aktiv. Und nein, ich habe das nicht selbst ausprobiert, sondern nur recherchiert. Warum ich es nicht ausprobiert habe, sondern nur recherchiert habe: Wenn man sich Klicks kauft, verstößt man eigentlich bei allen Betreibern gegen die AGB und gesetzlich teilweise sogar gegen das Wettbewerbsrecht. Klar, habe ich hier auch schon häufiger was zu gemacht. Kaufen von Likes ist illegal, ist ein Wettbewerbsverstoß. Das ist, man tut so, als wenn man größer wäre, als man ist am Markt, ja. Denn ja, man kauft sich im Endeffekt keine echten Zahlen, aber diese echten Zahlen sind KPIs, die man dann auch teilweise mit vermarktet. Kann also richtig ernst werden, man kann eine Sperrung des Accounts bekommen und man kann sogar richtig hohe Strafzahlungen bekommen. Ist das jetzt also überall so? Sind die YouTube-Trends auch alle nur Fake? Laut seiner Aussage, nein, nicht alles. Doch es gibt auch berühmte YouTuber, die sich Klicks kaufen. Er hat mir hier tatsächlich 2 Namen genannt, die er selbst bedient hat, und die haben beide über 200.000 Abos. Doch ich weiß nicht, ob das wahr ist, und deswegen will ich hier keine Namen nennen und niemanden in den Dreck ziehen. Bei meiner Recherche, das heißt Darknet, Clearnet, sehr, sehr viele Discord-Server übrigens auch, die er mir genannt hat, und einige Foren bin ich aber immer wieder über die YouTube etc. oder Instagram Detektion gestolpert. YouTube zum Beispiel erkennt, von wo sich Accounts einloggen. Das ist generell ein Sicherheitsmechanismus, aber wenn man zum Beispiel auch über das Tor-Netzwerk sich bei YouTube einloggt, das geht, wenn man natürlich Passwort und alles parat hat, dann zählen die Klicks nicht. Das heißt, es ist, als hätte man das Video dann gar nicht gesehen. Aber das passiert auch, wenn man sich von einem ungewöhnlichen Standort ein Video zum Beispiel anschaut. Als kleines Beispiel: Wenn mein Account gehackt wird und es wird von Russland aus irgendein Video geguckt, dann zählt YouTube das normalerweise nicht als Klick. Auch wenn ich vielleicht nur dort Urlaub mache. Wobei YouTube da natürlich mehr Detektion noch dabei hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier einlogge und ein paar Minuten später in Russland, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Account geklaut ist. Während wenn ich jetzt tatsächlich mir auf dem Flug sozusagen immer mal wieder angucke, was bei YouTube abgeht, dann eher nicht. Das Ganze ist also relativ kompliziert. Sobald man sich also einloggt, wird das Nutzerverhalten abgeglichen. Und dazu zählt nicht nur der Standort. Ein seltsamer Standort kann natürlich ausreichen, eventuell aber sogar schon eine seltsam häufige Anzahl an Klicks auf Videos, die man normalerweise gar nicht guckt. Oder irgendwas anderes Ungewöhnliches einfach. Und YouTube schickt euch genau in solchen Fällen häufiger mal eine Mail, wo ihr euren Login nochmal bestätigen müsst. Im Zweifelsfall oder im besten Fall auch nochmal 2-Faktor-Authentifikation. Man braucht also Proxys für jeden einzelnen Account. Man muss wissen, wo der gehackte Account herkommt. Und das ist insgesamt ziemlich schwer und lohnt sich meist nicht so sehr, wenn man das für mehrere tausende Accounts pflegen muss. Zudem sind YouTube-Accounts meistens deutlich besser geschützt als zum Beispiel Spotify. Bei Instagram sieht das Ganze ein wenig anders aus. Dort habe ich in einem Forum gelesen, das war bis vor kurzem noch ein echtes Paradies. Dort geben Klicks aber nicht direkt Geld, deswegen meistens auch nicht so gut geschützt, aber sie eröffnen Möglichkeiten zu Sponsorings. Wenn man viele Follower hat, bekommt man auch mehr Geld pro Sponsored Post oder man bekommt überhaupt erst Sponsored Post Möglichkeiten auf Instagram. Instagram hat zudem jahrelang fast nichts gegen Bots getan. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert und es wird auch immer schwerer, was meiner Meinung nach ziemlich wichtig und absolut dringend war. Also konzentriert er sich zumindest auf Spotify. Stellt es euch vor, im Jahre 2021 bietet Spotify noch immer nicht mal die Möglichkeit, sich als User zu schützen. 2-Faktor-Authentifikation, geschweige denn FIDO oder sonst irgendwas in die Art, ist, ich zitiere hier tatsächlich aus einem Forum, a live idea on this that is under consideration. Das ist gelinde gesagt fahrlässig. Sie sagen, sie bauen es gerade, aber dieses sie bauen es gerade ist seit mehreren Jahren so. Ihr könnt euch also vorstellen, was Spotify tatsächlich gegen Schutz vor solchen Angriffen dann am Ende auch wirklich macht. Laut der Aussage meines Kontakts machen das deshalb viel mehr Leute auf Spotify als auf YouTube. Jeder große Künstler, so sagt er mir, auf Spotify kauft sich Plays. Immerhin geben Aufrufe direkt Geld, manchmal sogar mehr als sie eigentlich kosten. Das heißt, man macht Geld, indem man das Geld vorher ausgibt und dann halt wieder über die Werbeeinnahmen oder die Premium-Einnahmen einfach wieder einnimmt. Das ist sozusagen direkt lukrativ teilweise. Spotify bietet eine API. Das ist eine Programmierschnittstelle, mit der man direkt das Lied sozusagen mit dem Account abspielen kann.
Es lässt sich also quasi direkt einen Link generieren, man kann direkt den Browser automatisch öffnen lassen von einem Skript, ohne dass man als Nutzer irgendwas machen muss. Die Accounts loggen sich dann ein und spielen das Lied ab. Einige Male am Tag. Machen das ein paar tausend Accounts, kommen da ziemlich schnell einige Plays zusammen. Alternativ nutzt er Selenium. Das ist ein Framework, mit welchem man den Browser sozusagen mit einem Skript, das man selber geschrieben hat, steuern kann. Und nein, Selenium ist nichts Böses. Ich habe dazu auch eine Tutorial-Reihe. Sowas braucht man als Software-Tester, um rauszufinden, ob eine Website auch so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren soll. Es ist quasi ein Missbrauch von dem Framework sozusagen. Er macht das aber eigentlich auch nur im Auftrag. Er führt eigentlich nur die Skripts aus und irgendwo im Hintergrund läuft der Rechner. Die Accounts bekommt er in einer Liste. Das heißt nicht wirklich viel Arbeit für ihn, trotzdem ganz effektiv. Ich habe mir auch die jeweiligen Seiten angesehen und was es da so kostet. Die Preise sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Im Darknet sind die Preise meist etwas höher, aber hier gibt es auch eine grobe Liste. Instagram-Follower zum Beispiel gibt es pro 1000 Stück zwischen 43 $Cent, also $Cent 0,43 Dollar und 7,65 $. Es gibt Likes zu kaufen pro Stück auf Instagram, im Schnitt so circa 1,50. Es gibt sogar Custom-Kommentare, das heißt, ihr bekommt das Kommentar, was ihr wollt oder teilweise auch ein zufälliges Kommentar, was aber positiv auf euren Inhalt wirklich ist. Das ist dann sogar schon manuell und dementsprechend natürlich teurer. Selbst die Leistung kann man sich exakt aussuchen. Man kann sagen, ich will speziell Real-Kommentare direkt aus Deutschland haben. Überhaupt kein Thema. Dasselbe gilt natürlich auch für YouTube. Likes, Kommentare, Abonnenten, speziell aus Deutschland, wobei ich mir vorstellen könnte, dass YouTube mit seiner Detektion dann einfach sagt, die schmeißen wir wieder raus. Und das ist tatsächlich auch ein häufig diskutiertes Phänomen gewesen. YouTube sortiert solche Likes, Kommentare oder auch Views einfach aus. Die kommen dann kurzzeitig auf den Account oder auf das Video drauf und verschwinden dann nach einer Weile wieder. Das Ganze nennt sich Droppen. Auch TikTok, Twitter und sogar für das Google-Ranking der Webseite gibt es einige Funktionen. Und eben auch für Spotify. 73 Cent pro 1000 Plays zahlt man hier. Selbst Reddit, IMDb, Amazon Produktreviews, LinkedIn, konnte ich alles finden. Zwar nicht alles auf einer Seite, aber wenn man etwas stöbert auf verschiedensten Seiten, dann wird man schon fündig. Kurz, eigentlich alles, wo es auf Bewertungen ankommt, wo man anderen Menschen im Internet trauen muss und wo Reichweite Geld bringt. Und das ist fast das ganze Internet. Wenn ich das hochrechne, was er mir geschrieben hat, ist wohl tatsächlich das meiste auf Spotify, was gehört wird, von diesen Bots gehört. Und vermutlich wird auch aus diesem Grund nichts dagegen unternommen. Stellt euch vor, Spotify würde 50% seiner Views nicht mehr liefern. Das wäre eine ziemliche Katastrophe, denn manche Views spielen auch Werbung ab und bringen damit auch Spotify ebenfalls Geld. Auch diese mit Kreditkartendaten gestohlenen Accounts sozusagen bringen Spotify ja Geld. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann ist das auch für Investoren ein ziemlich schlechtes Zeichen. So ein Skript zu schreiben, wenn man programmieren kann, ist nicht schwer. Da Spotify zudem nicht wirklich defensive Mechanismen hat, um seine Nutzer zu schützen, muss man auch nicht allzu sehr auf seine eigene Sicherheit achten. Ein Proxy in das jeweils passende Land ungefähr und das passt schon. Aktuell, so schreibt mir einer, ist TikTok auch sehr interessant. Denn auch hier kann man mit ein bisschen Reichweite deutlich mehr Reichweite generieren. Und Bekanntheit führt nun mal zu Geld. Und auch auf TikTok. Es gibt aber auch immer mal wieder rechtliche Fragen, die man hier aufwerfen könnte. Zum Beispiel dieses Video hier. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert es. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Hat Marvin, der sich ja Instagram-Follower für sein Video gekauft hat, den Diebstahl von Kreditkarten und Account-Hacking unterstützt? Unterstützt Spotify dadurch, dass sie keine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, das Geschäft? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich euch das alles erzähle. Will ich euch etwa motivieren, solche Tricks selbst zu nutzen? Nein, sonst würde ich es euch nicht erzählen, sondern ich würde es selbst machen. Das Internet wird aber immer noch sehr naiv betrachtet. Alles, was geschrieben wird, wird als echt bezeichnet und manche Sachen, die echt sind, werden als Fake bezeichnet. Wir haben ein riesiges Problem mit Fake-Amazon-Bewertungen oder Spotify-Chartlisten. Wer Glück hat, wird entdeckt. Nicht wer Talent hat,
oder auch nur lange genug aktiv ist. Und dieses Glück lässt sich hiermit leider nicht ganz legal kaufen. Doch wenn andere ihr Glück kaufen, hat vielleicht derjenige, der eigentlich mehr Talent hat, am Ende weniger Glück. Als Wurzel allen Übels sehe ich hier immer wieder das Geld als Motivator. Ich würde mir hier irgendwie eine Welt wünschen, in der das nicht nötig ist. Eine Welt, in der man den richtigen Content bekommt, auch wenn er eigentlich nicht so viel Reichweite hat. Aber das ist ziemlich idealistisch gedacht. Ich meine, ich bin selbst ein ziemlich kleiner YouTuber. Ich habe nur dank meinen Tutorials oder meinem Tutorials-Kanal schon eine gewisse Reichweite gehabt und habe die hier quasi mitgenommen. Doch sind wir mal ehrlich, die meisten guten YouTuber findet man nicht mehr über die YouTube-Empfehlung. Da kommen meist nur dieselben Interessen vorbei, die man in der letzten Zeit geguckt hat. Richtige Geheimtipps bekommt man eigentlich von seinen Freunden. Daher würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr dieses Video euren Freunden schickt, die mich vielleicht noch nicht so kennen. Und anschließend, oder besser noch direkt davor, bitte ich euch, aktiviert doch mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei all euren Social-Media-Accounts. Denn dann wird es wenigstens schwerer für die Leute, die sowas illegal machen. Und schickt Spotify mal dieses Video oder schreibt ihnen auf Twitter oder so, dass sie endlich Zwei-Faktor-Authentifikation bringen sollen. Wir leben in 2021, die sind ja noch weiter zurückgeblieben als manche Politiker. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.